Das ist das geilste Wohnmobil der Welt. Das unterschreibe ich euch. Es hat 8 Jahre Bauzeit gehabt. Der Erbauer kommt aus München, ist, glaube ich, Feuerwehrmann. Ich bin bei der Berufsfeuerwehr München, ja, ist richtig. Gut. Und du sprichst auch nur Bayerisch? Ich spreche nur Bayerisch, verstehen bringt bei mir nichts, das haut ich hin. So, das hast du selber gebaut? Das habe ich alles selber gebaut, ja, genau. So, und das Ganze ist ein Dreiachser, wie man sieht, Mercedes-Benz. Der ist hochgradig geländegängig und die Besonderheit, es gibt viele Besonderheiten. Eine Besonderheit ist die Lackierung. Die Leute, wir haben ihn eben in die Sonne gefahren, der stand eben unter einem Dach. Und da habe ich zu dir gesagt, die Farbe kommt nicht raus. Ja, das stimmt schon. Im Schatten kommt das überhaupt nicht so raus. Es ist ein Metallic- oder Perlmutt-Effekt-Lack. Und wenn man jetzt in der Sonne das sieht, dann sieht man, wie der überall glitzern tut. Das ist alles lackiert? Das ist alles lackiert, es sind 11 Lackschichten drum und das, was so brinkeln tut, das, was man jetzt da sieht, das, was so glänzen tut, das ist praktisch die Kryoschicht. Die ist mit der Kaliperfunktion lackiert. Und dadurch schaut das aus, wie wenn der einen Tautropfen, lauter kleine Tautropfen drum hätte. Das ist sensationell. Wenn du hier näher dran gehst, ja, genau. Ich zeige das mal gerade, dann kommt auf einmal der Effekt auch richtig raus. Dieser Matt ist eigentlich matt. Aber eigentlich doch nicht, sondern er glänzt sogar in der Sonne. Genau so kann man es beschreiben. Ja, das ist also unglaublich. Ich habe den ja schon als letztes Jahr habe ich den fertig lackiert gehabt und heute habe ich ihn das erste Mal gewaschen, wo wir zur Messe hergekommen sind. Einfach mit dem Dampfstrahler nur abgedampft. Da habe ich nicht einmal eine Hand angelegt, gar nichts. Wir haben nur die Fenster noch geputzt, weil die Fenster werden halt nicht sauber, weil die nicht mehr Naviton lackiert sind. Aber das andere der schaut aus wie ein neu. Also ich bin total begeistert von dem Lack, weil man eigentlich nichts machen muss und genauso. Das ist keine Folie, das ist Lack. Das ist Lack, ja genau. Das ist ja unglaublich. Und vor allem ziemlich robust und hart ist so ja auch sein, kratzfest, Gebüsche durchfahren ist alles kein Problem nicht. Das kannst du, der ist kratzfest, wenn mir kann man zeigst. Also ja. Wenn du da mal hier mit dem Fingernagel. Ja, kann man schon. Und hier auch bei dem Lack. Echt? Ja, da fällt sich gar nichts. Ich bin da einmal dagegen gefahren gegen einen Hydranten und da war alles eingedrückt und der Lack ist trotzdem stehen geblieben. Also das, was Naviton auch ganz gut kann, auf Plastik halten. Also der verbindet sich mit dem Plastik und das platzt dann nicht ab. Und du kannst mit dem Dampfstrahler da drüber gehen, ohne dass das abklatzt. Also das ist echt Wahnsinn. Du musst aber das Handbuch lesen, glaube ich, vom Lack, oder? Nein, ich hab mir ein Pudel gemacht und habe mir das genau aufgeschrieben, wie viele Lackschichten das sind und mit was für einer Verdünnung und mit was für einer Abstimmung wir das gemacht haben, mit was für einer Farbspritzen, dass ich das lackiert habe. Weil es sind verschiedene... Hast du das lackiert? Ja, habe ich selber lackiert. Du hast das lackiert? Selber lackiert, ja, genau. Till, er hat das selber lackiert? Ja. Aber du siehst nichts, keine Einschlüsse. Wo hast du denn lackieren gelernt? Ja, das habe ich immer schon, als kleiner Bub habe ich das schon als kleiner Bub? Ja, genau. Und dann habe ich mir gedacht, das ist natürlich jetzt schon ein Highlight geworden mit dem Lackieren da. 11 Lackschichten, Naviton habe mit den Lack gemischt, weil Naviton macht normalerweise nur Ralfarben, ja, sowas wie das da. Aber das da mit der Perlmutt-Effekt-Lack, den hat er jetzt das erste Mal, und das hat er nur für mich gemacht, dass er das da hingemischt hat. Und dann habe ich natürlich auch den Part gehabt, ich habe dann gefragt, ja, wir sollen das lackieren, wir sollen das machen. Dann hat Naviton zu mir gesagt, oder der Martin hat zu mir gesagt, du wirst das schon machen, hat er gesagt. Und ja, dann habe ich natürlich das zurückgeben müssen, was sie den schönen Lack hergestellt haben. Dann habe ich natürlich auch versucht, das so gut wie möglich umzusetzen und ich glaube, das ist ganz gut gelungen. Und meine Frau hat geholfen, die ganzen Streifen da abzudecken. Das hat über 6 Stunden gedauert. Die sind auch lackiert, die Streifen? Die sind auch lackiert, ja. Das ist zuerst das 9011 ist da oben auflackiert und dann ist nochmal die grüne Schicht da oben mit einem Spritzgang drüber gelegt worden. Und jetzt sieht man auch die Struktur in dem Lack drin, was da für Gold und was für eine Perlmutt-Effekt-Sachen die da drin gehabt haben. Da kommt es dann richtig rüber. Wo ich das zuerst lackiert gehabt habe, so schwarz, das war mir dann zu krass, das war dann so wie da. Und dann habe ich das drüber gelegt und dann hat das wunderbar gepasst. Also das war ein Spritzgang und dann hat das so ausgeschaut. Aber den drinnen Streifen da kleben und alles, das hat meine Frau gemacht, weil das ist schon ziemlich filigran gewesen. Hat über 6 Stunden gedauert, das alles abzukleben. So, und das ist Lack, denn der Till kann auch lackieren. Du hast letztes Mal mit einer Sprühdose in Düsseldorf probiert. Genau. Das sah auch so aus vom Ergebnis. Ja, hat auch so eine Schattierung da. Aber ist das nicht gut gemacht, oder? Ja, ich habe mir auch mal im Baumarkt so eine Weber Lackierpistole gekauft und geübt mit 16. Da muss man schon lange üben, damit man es so kann. Ja, genau. Ja, und dann, was jetzt viele auch sagen, es hält da nichts mehr drum. Also man kann ein Panzertape drauf machen, das fällt wieder runter. Ich habe zum Beispiel dieses Schudel da. Also wenn du irgendeinen Aufkleber drauf machst, der fällt bei dem Lack runter, so robust ist der oder so abweisend ist der. Echt? Weil der kommt von einer Dachflächenbeschichtung. Also du kannst den gar nicht mehr folieren, oder was? Nein, den kannst du eigentlich nicht mehr folieren. Aber wenn man frisch lackiert hat, innerhalb von 24 Stunden, wenn man das draufklebt, dann hält das auch. Das nimmt eine Verbindung ein und dann ist das fest. Also wenn man was bekleben will, dann immer innerhalb nach dem Lackieren 24 Stunden draufkleben, dann hält das auch.
Da habe ich zum Beispiel einmal gehabt, wie auch ganz, wo da oben reinlackiert zum Beispiel. Das halt dann auch. Also wenn man Beklebung drauf machen will, dann da drum ist es recht einfach mit reinlackieren. Also draufkleben und dann die letzte Schicht drüberlegen, das geht nicht mehr wieder runter. Man kann das auch bekleben. Und dann lackieren, über diese Dinger drüber lackieren. Über den Das ist ja total pervers. Ja. Also heißt, du musst genau wissen, wie du das verarbeitest, korrekt? Ja, das stimmt schon. Aber das ist der Vorteil. Am besten ist, wenn man keine Lackierkenntnisse nicht hat, weil man stellt die Spritzen ein, wie es der Lackierer nie einstellen hat. Man spritzt mit Drücke, die wo man nie einstellen darf. Man muss komplett anders da arbeiten. Am besten ist, wenn man nicht Lackierer ist und das nicht machen muss. Till? Disruptive Prozesse. Wie, was? Disruptive Prozesse. Was auch immer. Guck mal hier, er hat hier die Klappe lackiert und das hebt. Das hebt, ja, das ist Plastik. Das ist wie mit Tesla. Ne? Die haben auch keine Autos gebaut. Auf einmal meistverkauftes Auto. Ja. Ist das, guck dir mal allein mal die Klappe. Ich kenne so viele Klappen, da geht der Lack wieder ab. Der platzt ab. Aber neben dem Naviton, mit den Haftvermittler von Naviton, den gibt es extra auch für Plastik. Ja. Der macht die Poren von dem Plastik auf, verbindet sie dann damit und dann gehst du mit dem Lack drüber. Also auch innerhalb von 6-7 Stunden musst du dann mit der zweiten Schicht drüber gehen und dann hält der auf dem Plastik, das kann man sich nicht vorstellen. Und so bin ich auf den Lack gekommen, weil ich einfach die Plastikteile lackiert haben wollte. Aber dass der Lack dann so gut ist, also bei Naviton ist ja so, man weiß erst, was man an dem Lack hat, wenn man hat. Also wenn man Bitte nochmal den Satz. Man weiß erst, was man mit dem Lack hat, wenn man hat, also wenn er drum ist. Kannst du das mal wiederholen? Ja, man weiß erst, wenn man den Lack hat, was der Lack kann. Also genau. Ganz wichtig ist, dieses Auto hier haben wir in Friedrichshafen gezeigt. Da war er noch nicht so ganz in dem Stand, wie er heute ist. Ist immer noch nicht ganz fertig, aber du hast ja noch ein paar Jahre. Also du hast Nein, Oktober muss er fertig sein, weil da habe ich 4 Wochen Urlaub gekriegt und da fahre ich nach Marokko mit dem Ding und da möchte ich das testen. Ach so, du bist jetzt 42 und hast das erste Mal Urlaub bekommen, oder wie? Ja, ich bin schon ein bisschen älter, aber macht nichts. Wo willst du denn hin da mit dem Auto? Also nach Marokko. Der wir übersetzen, da der man testen, im Gelände, im harten Gelände auch. Und da habe ich mir extra noch die speziellen, vielleicht gehen wir mal. Ja, ich komme. Da habe ich mir extra die von Projekt 4x4 die Stoßdämpfer abstimmen lassen. Das Fahrwerk neu. Das Fahrwerk ist neu, ja. Und das ist ein Einrohrstoßdämpfer mit 2 Stufen, also ein intelligenter Stoßdämpfer, der wo ein separates Reservoir rechts dort hat, dass der nicht heiß wird, mit 16 Bar Stickstoffdruck drin hat. Und der liegt jetzt auf der Straße, der Wagen, das kann man sich nicht vorstellen. Vorher war das ein normaler 5-Tonner Fahrgestell mit den Stoßdämpfer und das ist ja ein 7-Tonner geworden. Und die haben aber die Stoßdämpfer nicht geändert bei dem Auto. Und das habe jetzt ich gemacht, oder sagen wir mal, das hat Projekt 4x4 mit mir gemacht. Und jetzt der Spurt, der auf der Straße da hier kein Schlagloch geht mir eine. Wir haben die Stoßdämpfer vorher eine Testfahrt gemacht mit den Vorhergänger-Stoßdämpfer und dann ist der im Anschlag drin, innen drin aufgefallen, also aufgeschlagen und hat den Anschlag drinnen verbogen. Wir sind dann danach, nach der Stoßdämpfereinbau, die gleiche Tour nochmal gefahren, 80 km/h durch ein Schlagloch durch und der ist nicht mehr in den Gummipuffer, in den Anschlag reingegangen. Das heißt, du würdest ihn nochmal kaufen? Also ich darf es nochmal kaufen, ja, auf alle Fälle. Und die haben das komplett wirklich mit dem Gewicht und alles mit den Maße, ich habe denen die Maße durchgegeben, die haben genau den Stoßdämpfer so abgestimmt, wie der sein muss. Den habe ich dann reingeschraubt, der hat passt und den hinteren genauso. Achso, hinten auch noch? Hinten sind auch noch drin, ja. Da müssen wir da ist hinten eine Blattfeder, oder? Hast du dran? Nein, da sind Spiralfedern drin. Spiralfedern? Und die haben wir jetzt da. Oh, jetzt wird es aber eng für die Kamera. Für die Kamera wird es eng. Mal, ich guck mal. Aber da, wenn du aber eng. Wo denn? Da? Da ist auch einer drin. Mit Reservoir unten reingebaut. Warte mal, ich muss mal drauf gucken aufs Display, ob ich das abgebildet kriege. Nee. Kriegst du, gell? Nee, ist zu hell. Ja, aber ich glaub's dir. Das heißt also hinten, vorne und jetzt. Wenn wir aufkippen. Wenn wir aufkippen, dann können wir es. Jetzt verrat doch noch nicht alles. Achso, Entschuldigung. Jetzt hat er verraten. So, ich zeig mal. Also, wir haben auch ein Gewinnspiel. Ihr könnt 5 € gewinnen, wenn ihr mir sagt, wie viele Holzschnipsel in diesem Haufen sind. Nein, das ist der Haufen, der wird noch verteilt. Wir sind nämlich auf der Abenteuer Allrad. Du hast einen Stand hier, du zeigst dich ein bisschen erkenntlich. Die waren nett zu dir von Naviton und jetzt bist du nett zu denen. Das ist richtig, ja. Das ist ein Geben und ein Nehmen und ich mache das gern für einen, weil das wirklich eine super Sache ist, was die da geleistet haben mit dem Grünton vor allem. Und ich bin froh, dass ich auf den Lack gekommen bin, weil ich habe keine Lust mehr in dem Alter, wo ich bin, mit dem Schwamm oder mit irgendeiner Bürsten die Autos abzuputzen. Ich muss den einfach nur mit dem Dampfstrahler abdampfen. Und das haben wir diesmal das erste Mal gemacht, wo wir auf die Messe gekommen sind, einfach mit dem Dampfstrahler abdampft. Und der schaut dann aus wie da, wo du das letztes Jahr gefilmt hast, der hintere, wenn du dich noch erinnern kannst. In Friedrichshafen war das. Friedrichshafen war das, genau. Genau, das war Baden-Württemberg ist das. Ja genau, in der Southside war das, oder? Da hast du ja ein Visum beantragt, um aus Bayern ausreisen zu dürfen. Genau, richtig. Ja. Also, was ist dein Job bei der Feuerwehr? Was machst du da? Ja,
Was ich da so ein Alles. Berufsfeuerwehr macht, alles, Rettungsdienst, alles, was wir so machen müssen. Achso, du bist aktiv, du Ich bin fährst noch aktiv. selber. Ja, ich fahre noch selber, ja genau. Okay, das ist so. Was ich total geil finde, ist das Heck. Und zwar, du hast gerade eben, bist du gefahren, es sieht von hinten aus ein kleines bisschen wie ein Müllwagen. Aha, okay. Nee. Aber Müllwagen hat keine Reservetanks dabei. Nein, die darf braucht ich, man nicht, ja. also ich nehme das zurück. Okay. Es sieht so aus wie etwas, was ich noch nie gesehen habe. Okay, das hört sich besser an. Also, weil das ist so, wenn du jetzt so guckst und du kennst das ja, wenn die da so hochgehen und du machst dir Gedanken, was könnte das hier sein? So, und dann ist der Mercedes-Stern da oben drauf, das zeige ich mal Das ist gerade. der Originalstern, der wo vorher ursprünglich unten in der Quertraverse vom Sprinter eingebaut war. Den habe ich rausgeschnitten und habe ihn dann danach da oben reingepappt, dass das wirklich ein Mercedes ist. Was ist das hier? Ist das diese Klappe hier? Ist das zum Beispiel eine Rampe, dass du was einladen kannst, oder? Kannst du dich nicht mehr daran erinnern, oder? Von Friedrichshafen. Du, ich will ja, die Leute wissen es ja noch nicht. Vielleicht weiß ich es ja noch, wenn ich es dann sehe. Aber was ist denn dahinter? Also das ist eine Hydraulik und die kann man praktisch so runterklappen und da steht dann praktisch ein Quad senkrecht hinten drin. Ein Quad. Ein Quad Ist das schon drin? Nein, leider nicht drin, weil da haben wir jetzt andere Sachen dabei für die Messe, aber ansonsten ist da ein Quad drin, Senkrecht. ein schnelles Erkundungsfahrzeug praktisch, wenn man mal nicht weiß, wo man hinfährt oder die Straße zu eng wird, dass man das schnell rauslassen kann. Und das war auch mein Ding, dass das schnell geht. Also das kann ich innerhalb von, sagen wir mal, 4-5 Minuten kann ich das rauslassen, weil das wird innen drin mit der Seilwinden gehalten. Okay. Mal kurz reinlockern. Das kann man hier sehen. Du hast eine richtige Rahmenkonstruktion. Ja, komplett, und da sieht man die Rampen und der steht dann auch so. Sag mal, was ist denn mit dem Öl im Motor? Passiert da nichts bei den Quad? Nein, habe ich probiert. Ich habe da den Hersteller gefragt von dem Quad und da hat er gesagt, dann stellen wir es halt einmal senkrecht auf und schauen wir, was passiert. Also Weil kein ich selber Ölschlag nicht oder gewusst so? habe. Nein, er hat es aufgestellt, auf senkrecht gestellt, kommt kein Sprit nicht raus. Das ist halt noch ein altes Quad, wo man einen Benzinhahn auch noch hat. Und der Tank sollte halt nicht ganz voll sein, weil sonst kann beim Überlauf was rauslaufen. Also halber den Tank, wenn man voll hat, dann fällt sich nichts und Öl kommt auch nichts raus. Die Hydraulik, hast du dir das auch angeeignet? Ja, also ich habe früher mal beim Flughafen gearbeitet und da habe ich Winterdienstfahrzeuge gekriegt und da habe ich die ganze Hydraulik dazu gelernt. Und der hat ja auch Hydraulik drin, das sieht man, ein Abstützsystem drin von. Till, hier steht ein Quad normal, hochkant drin. Das ist ein, ja. Und dass man die schräge Rampen nicht rauffahren Und dann muss. zieht er den Genau, hoch. wird Die da Reifen. umgelenkt. Ja. Und dann zieht man die hinauf, dann sind die praktisch am Kipppunkt herum und dann klappe ich den bloß rein und die Lenker, der fixiert sich dann praktisch da herum. Der steht dann an der Wand dort. Also aber das Quad muss halt dementsprechend angepasst werden. Aber meine Cover daheim, auf die habe ich es angepasst, aber ich möchte da mal was Neues dann. Kawa ist ein Motorrad. Ja genau, Kawasaki. Kawasaki, okay. Bum. 700. So, das heißt, so jetzt hast du hier vorne noch reflektierende Streifen, damit auch ja keiner gegenfährt, Sandbleche. Ja genau. Aber ich habe noch mehrere drin. Hast noch mehr drin. Blitzlöffel drin hat, wenn man. So, dann die Rückfahrleuchten, die kommen mir so bekannt vor. Sind die aus dem Zubehör? Nein. Ja, die sind eigentlich auch auf dem Zubehör, ja genau. Aber eigentlich sind die aus Löschfahrzeugen raus. Die sind total scharf. sind Wenn die total an sind, Ja, LED-Beleuchtung. die LED-Beleuchtung sieht total lecker aus. Und die Rahmen haben die auch mir dazu gegeben, die habe ich von einem Fahrzeughersteller gekriegt, der wo Feuerwehrautos baut. Und der hat mir das dazu verkauft. Die sind extra angefertigt für das. So, du wohnst ja in der Nähe von München, du hast eine 3-Zimmer-Küche Bad im 9. Stock. Wo hast du das lackiert? In der Lackierkammer? Gut, da habe ich gerade vorhin auch angerufen, er hat gesagt, wo habe ich das gemacht. Also da haben wir 50 Quadratmeter Garage und da habe ich das ganze Auto drin gebaut. Inklusive Lackieren, alles drum und dran. Und Mit der Höhe den auch? Rahmen, mit der Höhe auch. Weil der Vorteil bei dem Auto ist das, jetzt muss ich es wieder verraten, das ist ein Slip-System, den kannst du runter da und dann geht der in einen High-Cube-Container rein. Also beide Teile, entweder das Fahrgestell oder einen Aufbau in einen High-Cube-Container rein. Dann kann Darf ich das mal kurz auf Hochdeutsch übersetzen? Ja, also, jetzt wenn mal kurz, wir gehen mal gerade ein Stück zurück. Dieser ganze Aufbau hier ist ein Slip-System, hat er gesagt. Das kannst du in einen, was für einen Container? in einen High-Cube-Container. Was ist das, ein High-Cube? Das sind ein bisschen höhere Container wie diese Euro-Container. Die Also ein bisschen höhere Container. Ja, Das ist aber ein glaub, Standard-Container. 2,59 Meter oder 2,63 Meter, glaube ich, haben die Einfahrtshöhe. So, und wenn du jetzt nur diesen Aufbau in den Container kriegst, wo bleibt denn das Zugfahrzeug? Ja, das Zugfahrzeug in einer separaten Container noch rein. Ich weiß nicht, vielleicht geht er sogar in der Länge in einen ganzen Container rein, weil man kann es ein bisschen überlappen lassen, weil da habe ich hinten dann noch so eine Kupplung, wo ich den praktisch auch ziehen kann. Du willst das Ding verschiffen. Ja, eventuell, also so ist es ja mal gebaut. Aber neu getan, das Fahrgestell habe ich schon in einem High-Cube-Container drinstehen gehabt. Und dann habe ich gewusst, der Aufbau, der darf nicht höher werden und nicht länger werden. Ach wie der so, du Aufbau. kannst, wenn du den ablässt, wird ja alles viel tiefer. Ja, genau. Und so kriegst du es hintereinander rein, Genau. eventuell. Eventuell kann es hintereinander reingehen, dass man einen Reservereifen vielleicht noch runternehmen muss, aber dann kann der reingehen oder man nimmt dann 2 Container her, das weiß ich aber noch nicht. Jetzt muss ich erst einmal so wegfahren, weil meine Frau hat Angst,
dass er beim ersten Verschiffen absauft und dann kann man nicht mehr fahren. Also werden wir zuerst einmal eine Weltreise so machen, Afrika möchte man mal machen und dann vielleicht später dann einmal in die USA über verschiffen. Wenn du da einen Unfall baust, in zum Beispiel Südamerika, dann ist der ja nicht mehr Vollkasko versichert. Weißt du das? Südamerika? Ja. Ja, da fahre ich so schnell noch nicht hin. Habe ich noch Zeit vielleicht? Er fährt nach Nordamerika. Du, ich habe dich ja kennengelernt wirklich als unglaublich fähigen Handwerker, weil du kannst eigentlich das, was viele Amerikaner können oder viele Osteuropäer, du kannst alles. Du kannst alle Gewerke. Du kannst Heizung? Ja, eigentlich auch, weil da habe ich auch Heizung. Elektrik? Elektrik habe ich auch selber gemacht. Habe ich auch gemacht. Die Kabine hast du selber gebaut? Und die Kabine hat auch mal gebaut. Aber das, was alles neu in die Kabine, das habe ich gebaut. Und das Besondere bei dem ist, dass die ganze Technik in dem Alkoven drin ist und das funktioniert sogar. Damals, wo wir in Friedrichshafen waren, war das noch gar nicht eingebaut und ich brauche ein bisschen ein Die Gegengewicht. Technik ist im Alkoven. Alles im Alkoven drin. Die Batterien, alles. Die Batterien, Wechselrichter, alles da oben drin. Da ist ja sogar eine kleine Klappen von unten drin, wenn man da unten reinschaut. Wenn der abgesattelt ist, kann man von vorne über den Alkoven unten reingraben und dann kann man überall an die Komponenten hinlangen. Man braucht keinen Schubladen aufmachen, man braucht nicht irgendwo reingraben unten. Die ganze Technik ist oben drin. Da ist auch ein Deckel drin, der wo schalldicht ist. Und wenn ich hinten drin schlafe, ich höre von den ganzen Surren, von den ganzen Geräten gar nichts. Auch das Aggregat vom Kühlschrank ist da oben drin. Und du schläfst jetzt hinten? Ich schlafe hinten da, ja, ist ein Hutbett drin. So, das letzte Mal durften wir gar nicht reingucken. Das war der diesmal. Ja, genau. Ich glaube, das machen wir mal, wenn er mal richtig fertig ist. Dann kommst du mal nochmal und dann machen Da dürfen wir kurz mal gleich mal reingucken, wenn er mal unten ist. Ganz kurz nur. Du kannst von vorne Hier, die Frau sagt ja. Du kannst von vorne reinfilmen. Frau hat gesagt, von vorne darf ich Von vorne nicht. kannst du reinfilmen, Okay, dann, wenn er machen wir so. So, dann walte mal deines Amtes. Okay. Denn ich habe dir eins versprochen, warte, wir müssen rübergehen, die Frau will nicht aufs Video. Wir gehen mal kurz auf die Seite. Till, geh mal nach rechts, hier auf die Seite. Dankeschön. Der Till macht doch mal ausnahmsweise das, was ich will. Ja, das ist so. Ich habe dir versprochen, was habe ich zu dir gesagt? Dass du was ganz Tolles zeigst, ne? Nee, sowas hast du noch nie gesehen, habe ich gesagt. Was ich noch nie gesehen habe. So, und jetzt? Kannst du mir kurz beschreiben, was du machst jetzt? Du holst eine Fernbedienung? Ja, jetzt halt die Fernbedienung, die wo auch für die Seilwinden ist, die wo den rauf und runter lässt. Das ist ein Warnwinden mit Funkfernbedienung, da ist da praktisch alles drum. Warte, ich zeig's mal. Das ist die Warnwinde mit. Wenn sie mal gerade in die Sonne hält, da kann man sie etwas besser sehen. Echt? Ja, das ist So? schön. Ja, so ist super. So, da kann man es sehen. Und da ist noch eine App mit dabei, oder wie? Nein, da habe ich eine App noch mit dabei für die. Du hast ein paar Lampen jetzt gerade angemacht. Hä? Die Seitenbeleuchtung ist an. Ja, genau. Also, das ist ja so. Muss ich mal schauen, Verbindung getrennt. Wenn ich die Außenbeleuchtung einschalte, da sind zwei Scheinwerfer hinten, zwei zur Seiten, dann kriegt erst die Seilwinden einen Strom und dann kann ich die Seilwinden miteinander mit dem Gerät verbinden. Und dann läuft es. Und dann, ich mag, dass da ein Licht ringsrüber ist und ich habe hinten auch ein Blitzlichtel dort. Wenn ich die Rampen hinten aufmache, das kann ich praktisch per App steuern. Stützen, die mussten jetzt erst rausgefahren werden. Die Hubstürzen müssen raus. Ausgerichtet, weil ein bisschen weil der Wagen gehängt ist. Und das mag ich nicht, dass der schief aufkippen tut, sondern dass er gerade ist. Genau. Genau, dass er halt wirklich gerade aufkippt. Wobei das Kippsystem, wo drin ist, das ist ja so ein, den seht ihr dann schon den Arm, der ist ziemlich stabil, also man kann da einmal schräg aufkippen. Für die Ewigkeit gebaut. Ja, genau. Wo wird das normal verwendet, so ein Kippsystem? Der wird schon für so 3-Seiten-Kipper verwendet. Leider gibt es diesen Mechanismus, den gibt es leider nicht mehr. Der Hersteller hat das eingestellt, weil zu wenig Nachfrage war. Es gab zu wenig Leute, die Weltreisemobile mit Kippmechanismus fahren wollten. Aber ich glaube, es gab zu wenig Leute, die überhaupt auf die Idee gekommen sind, sowas zu machen, oder? Ich glaube, das hat es weltweit noch gar nicht gegeben. So, und jetzt, was musst du machen? Du musst jetzt, Ich muss näher hier ins Akta. so, Icarus. Icarus Blue. So, Ja, da hat man beim letzten Video halt auch noch gefragt, was das ist. Das ist Icarus Blue, die ganze Ding. Da kannst du das steuern. Also da sind lauter Ausgänge, da kannst du das alles steuern. Und da haben wir jetzt zum Beispiel mal die Umfeldbeleuchtung. Dann geht die ganze Umfeldbeleuchtung an. das ist so ein Smart Home System quasi. Ja, genau. Damit Da ist kannst auch die du, Rampen zum Steuern. Ja. Da geht, wenn die Verschlüsse hinten aufmacht, die habe ich für den TÜV gemacht. Weil es sind normalerweise auch Sperrblöcke drin in der Hydraulik. Die kann nicht aufgehen, aber der TÜV braucht immer was Handfestes, ja, dass er sieht. Und dann habe ich da Verriegelung hinten hingebaut und jetzt da kann ich praktisch da Und jetzt? die Beleuchtung einschalten und die Blitzer einschalten. Die gingen jetzt da hinten, wenn man die Rampen aufmachen darf und so weiter.
Also doch ein Müllfahrzeug. Ja, wahrscheinlich. Und dann war das normalerweise bei der Seilwinden, die haben da einen Ausgang dort für Scheinwerfer zum Schalten. Und diesen Ausgang, Ja, den habe ich hast jetzt du hergenommen, verwendet? da fährt das Ding dann nicht her. Nee, Sieht man die Stoßdämpfer dann auch. der hebt sich hoch. Ja, der hebt sich hoch. Wir dürfen bloß nicht zu hoch machen, weil ich lauter Sachen innen drin liegen habe. Irgendwann müssen wir mal aufhören. Ich glaube, so kannst du neu filmen, oder? Langt das? Jetzt mal eine Frage, wenn du mal stoppst. Jetzt hast du ihn hochgehoben. Ja. 3 Seitenkipper habe ich jetzt soweit verstanden. Ja. Aber wie kommt denn der jetzt da runter? Ja, da ist hinten drin, im Heck drin, das ist die Seilwinden eingebaut mit der Seilspulvorrichtung von Taubenretter, dass das Seil immer in der Mitte gelagert ist. Und das ist nach oben geleitet, ungefähr mit 3, 4 Umlenkungen. Wenn ich hinten 2 große Bolzen rausziehe und die Radl hinten drauf steht, da kommen hinten 2 Radl drauf, dann kann ich den einfach so runterfahren lassen. Und da vorne der Radkasten, wo kommt der hin? Was für Radkasten? Der bleibt. Der Radkasten bleibt. Du meinst das da, ja? Das geht nicht mit. Das bleibt stehen, das ist praktisch die Pritsche. Genau. Und der steht hier, jetzt habe ich es verstanden. Ja, genau. Das heißt, der Aufbau beginnt hier, an der Stelle. Genau. So, und der hängt hier an der Seilwinde dran. Genau. Wir können da mal kurz gucken. Da kannst du mal reinbiegen, ja. So. Und da siehst du diesen starken Arm, der wo das locker in den Tee druckt. Jetzt habe ich es verstanden. Das heißt, du lässt das runter wie so ein praktisch Absetzkipper. Ja, genau. Oder wie so eine Mulde. Ja, das habe ich gesehen gehabt. In Holland haben die das gehabt mit der Seilwinden. Allerdings kippen die nicht an, sondern die schirmen den Container mit der Seilwinden runter und dann setzt sich der Hinterwagen ab. Und dann habe ich das ein bisschen modifiziert, weil ich ein Heck ja hinten, Hecktraversen dort habe und alles, dass ich den einfach wirklich runterlaufen lassen kann. Da ist eine Sliphilfe noch mit drin, die fährt dann hinten raus, dass er dann ganz runterlaufen kann. Und da sieht man jetzt auch die Stoßdämpfer von Projekt 4x4. Das Reservoir ist da in der Mitte eingebaut. Das sieht man da ein bisschen. Das habe ich da reingelegt und der hat praktisch den ganzen Druck in dem Druckbehälter da hinten drin mit 16 Bar Stickstoff vorgedruckt, dass der richtig straff ist und das da dagegen hält. Cool. Also ist das da Auspuffanlage von? Das ist die Auspuffanlage von dem, da drüben von dem Aggregat, der Nutzstromaggregat auch noch fest eingebaut. Ja, genau. Okay, 3000 Watt macht der Dauerleistung. Okay, verstanden. Aus Diesel auch. Also ich habe kein Gas mehr in dem Auto mit dabei, es ist alles mit Strom. So, jetzt brauche ich, Lithium-Ionen-Technik. jetzt brauche ich mal ein bisschen Action von dir. Bleib mal da stehen an der Stelle und dreh dich mal um zu mir. So ist schön, ich brauche ein Startbild, denn das könnte schon, genau, es sieht schon gut aus. Warte, Till, mach mal hier für unser Pressemann, macht auch noch mal ein Bild mit seinem zerkratzten Handy-Display. Kannst du überhaupt was sehen? Ja. Kann was sehen. So, das ist so. Du bist erlöst. So, und jetzt fahren wir wieder runter. So, fahr mal runter. Also du kannst das Ding jetzt ablassen. Da gibt es dann... So, du hast mir noch was erzählt damals. Du hast mir erzählt, dass in den Nationalparks die Einfahrtshöhe beschränkt ist. Das weiß ich noch. Da waren wir in Südafrika und da sind wir mit dem PKW miteinander gefahren und dann denken wir bei den Parks, wo wir reingefahren sind, warum ist da oben so eine Höhenbegrenzung drin? Da sind die gerade mit einer Relendis durchgekommen, wo die Leute oben drum sitzen und dann habe ich da dort nachgefahren und haben die gesagt, ja, Fahrzeuge, die wo höher sind wie 3 Meter, dürfen da nicht reinfahren. Und der hat jetzt 3,30 Meter und wenn ich bei irgendeinem Campingplatz oder was man da irgendwo findet, die Kabine abstellen kann, dann hat der Wagen 2,59 Meter oder 2,58 Meter und dann kann ich mit dem Fahrgestell durch den Park selber durchfahren. Sag mal, wenn du damit hier zum Beispiel durch München, du kommst aus welchem Ort kommst du? Aus Feldkirchen. Das ist bei München. Das ist München bei Feldkirchen. Nein, genau andersrum. Genau. Jetzt habe ich es verkehrt gesagt, ich weiß schon. Du hast im letzten Video nämlich was gesagt? München bei Feldkirchen. München bei Feldkirchen. Aber das müssen wir umtauschen. Also passt so. Genau. Also der Feldkirchen ist der kleine Ort. Wie viele Leute wohnen da? Also 8000 Einwohner haben wir. Hat das der eine oder andere in Feldkirchen geguckt eigentlich mal ein Video? Ich glaube schon, da waren schon ein paar, die gesagt haben, hey, ich kenne dich doch. Ich kenne dich doch. Ja, also das haben die schon gefunden. Also. Komm, wir gehen mal kurz drum rum, dass wir mal zeigen. Also ich finde das Heck optisch extrem gut gelungen. Jetzt sieht man auch mal die ganze Beleuchtung, aber in der Sonne sieht er viel besser aus. Oder? Ja, in der Sonne schaut das schon super aus. Man sieht es allein schon an den Tanks, die habe ich auch lackiert, wie die da mit dem 9011 da glitzeln. Also das ist, ich finde den Lack super. Es hat einmal einer gesagt, auch,
Er darf sich so einen Lack nicht auf, weil der Lack abwertend ist für so ein Auto oder Wiederverkaufswert mildernd. So ein Käse. Tut. Ja, weil er halt sich nicht auskennt hat. Weil wenn man nämlich den Lack anschleift, kann man den mit alle herkömmlichen Lacke überarbeiten. Also, und man kann ihn auch immer wieder ausbessern. Also ich habe das auch selber schon mal probiert, habe den mit einem angeschliffen, ganz normal, normalen 2K-Grundierung drauf da, und dann mit einem Basislack und mit einem Klarlack drüber gearbeitet. Das geht einwandfrei und da löst sich dann noch nichts mehr an. Aber das ist uns ich weiß zwar gar nicht, wie man da drauf kommen kann, dass man das anders da lackieren darf oder umlackieren darf, weil wenn man das einmal drum hat, dann macht man da nie mehr wieder was dran, außer ist einmal ein Kratzer drin oder ein Unfall passiert. Ist es eigentlich ein 6x6? Ja. Das ist ein 6x6 von Obereigner, richtig, ja. Genau. Also unbezahlbar Mit heute, richtigen oder? Ja, gibt es, glaube ich, ich weiß nicht, ob da noch so viele umeinander laufen. Ein paar gibt es schon noch. Aber So. wir haben halt ein bisschen was verstärkt, sind verstärkte Federn drin und vor allem auch die Stoßdämpfer, dass der richtig stabil läuft, weil das Gewicht, das muss er schon irgendwie aufnehmen können. Und das geht nicht mit normalen Stoßdämpfer. Da darf ich hier mal reingucken oder ist hier gruscht? Ja, aber da sieht man jetzt da. Ah, das ist schön. So. Du bist noch nicht ganz fertig, muss man sagen. Kommt hier das Bad hin später oder hier ist Bett? Da ist Sitzgruppe dann in dem Bereich. Und da drüben, das ist mit Queenplay gebaut, das Holz. Das ist alles Queenplay da. Was heißt das? Queenplay, das ist das Leichtbauholz. Ach, die ist teure. Sven Dieses- Bauhaus. Ja, genau. Das ist super leicht, oder? Das ist super leicht und das hat mir jetzt auch geholfen, dass wir unter dem Gewicht geblieben sind. So, ich halte mal kurz rein. Das wird dann fertig. Du kannst durchgucken. Von vorn nach hinten kannst du durchgehen. Komplett durch. Okay. Super. Zuladung, was hast du noch eigentlich bei dem? Ja, ich habe jetzt ein Abfahrgewicht, so wie jetzt, da ist 6.200. 800 Kilo habe ich noch. 800. 800 habe ich noch. Gut. Der Quad noch rein. Der wiegt wahrscheinlich 30 Kilo. Da habe ich gerade da drüben gefragt. Gibt der E-Quad mittlerweile auch schon, die wiegen 200 Kilo. Gut. Dann hast du noch 600 Kilo. Ja, dann kommt 300 Kilo Wasser dazu und dann habe ich noch ein bisschen Gewand. Aber die dann- Technik ist alles drin, also ich brauche noch bloß ein bisschen Gewand. Gewand ist Kleidung. Ah, ja, genau, richtig. Gewand und Proviant. Genau. Gewand und Proviant. Gewand und Gewand gesagt. Du, ich tue so, aber ich muss sagen, Bayern gehört ja auch zu Deutschland. Und, Noch gehört das zu Deutschland. noch gehört. Aber ich habe gar nicht gewusst, dass ihr in München so hart Dialekt spricht. Ja, In Feldkirchen, ja. das ist normal bei uns. In Freising und Also meine Feldkirchen. Kollegen verstehen mich schon. Sag mal, die Jugend spricht auch noch quasi, oder? Ja, aber meine Tochter zum Beispiel, die hat eigentlich irgendwie, ist die mit Hochdeutsch heimgekommen. Ich weiß nicht, wie das gegangen ist. Hannover. Aber jetzt mittlerweile spricht sie schon auch ein bisschen Bayerisch. Ist die Feuerwehrjugend bei euch aktiv eigentlich? Ich bin aber in der Bei der Berufsfeuerwehr bist. Aber der Berufsfeuerwehr. gibt's das, ist das in Bayern viel? Ja, Berufsfeuerwehr? gibt schon noch. Ich bin ja bei der Freiwilligen Feuerwehr für Kirchen auch. Und wir haben jetzt mindestens 15 oder 20 Junge dazu gekriegt. Also wir sind ganz froh, dass wir wieder Nachwuchs kriegen. Mädels auch? Mädels sind auch dabei, ja. Okay, ganz wichtig nämlich, denn ich war ja vor kurzem in Fulda. Warst du auch in Fulda? In Fulda war ich schon mal. Ja. Genau, da ist ja die große Messe, die Feuerwehrmesse. Ah, ja, genau. Und die Redmobil. Redmobil. Redmobil, genau. Da haben wir die gezeigt. Da hättest du eigentlich, sag mal, wenn du hiermit unterwegs bist, ich habe dich eben schon gefragt, der ein oder andere guckt mal. Standst du schon mal auf dem Platz und hast mal ausprobiert? Übernachten mal mit einer Matratze oder so? Wir haben ursprünglich, wo die Kabine leer war, haben wir hinten eine Luftmatratze eingelegt, eine große, und haben die aufgepumpt. Da haben wir einfach mal drin geschlafen und einfach mal das Auto getestet, bevor wir es ausgebaut haben. Ob wirklich nichts knackelt oder. Ist er ruhig von außen? Hörst du viel von außen? Nein, gar nichts. Also nicht viel, weil die Outbound-Fenster, die machen echt dicht. Und das Besondere bei denen ist jetzt das, die sind von außen foliert. Also die sind normalerweise nicht so. Das darf man ja. Das Schöne ist ja, bei Echtglasfenstern darfst du ja folieren. Bei Kunststofffenstern geht das schwierig, weil die dann miteinander reagieren. So, wir machen mal eins. Darf ich mal hinten reingucken in die Doka? Aber das sieht besser nicht mehr. Ja, ist ja nicht schlimm. War doch die. gut ausdrinnen. Ich wollte nur mal zeigen. Das heißt, es können per se mal 3 Leute mitfahren. Ne? 3 Leute können mitfahren, das haben wir letztes Mal auch verkehrt gesagt. Da habe ich gesagt 6 Stühle. Wir haben aber bloß 3 Stühle drin. 3 luftgefederte Stühle haben wir drin. 3 Luftgefederte. Die kann man, dass die umeinander schwimmen. Aber das hier ist doch kein Sprinter mehr. Das ist doch ein richtiger LKW, ein kleiner. Oder? Ja, schon. Also macht da Spaß drin mit dem zum Fahren und alles. Aber was da oben drin? Was hast du da eingebaut? Das da oben ist die ganze Beleuchtungstechnik und man sieht mit dem Voltmeter drum und Ampermeter, wo sich Strom in die Batterien reinkriegt während der Fahrt. So, du hast eine Rückfahrkamera. Du hast eine Rundumkamera auch? Nein, Nee. habe ich nicht. Aber ich habe nicht. hinten 2 Kameras. Du hast einen C-Führerschein? LKW? LKW-Führerschein habe ich, ja genau. Als Feuerwehrmann hat man sowas. Ja, also Dann da sind ja mehrere Sachen drum auf dem Führerschein und ich habe meistens fast alles. Außer Busführerschein. so, mach mal Das ist die zu. Treppe. Automatisch. Genau. Die Kannst baut auch- gar nicht auf, oder? Nein, die verschwindet auch komplett. Mach nochmal auf. Ich muss mal hier. Wir können die Stützen auch mit an. Dann fahre ich die Stützen schnell noch ein. Ja, mach mal. Du musst jetzt eh wieder umparken. Ja, dann fahren wir schnell rein. Gehen wir Denn, wieder. ja, genau. Dann können wir das nochmal filmen. Little Ben on Tour, powered by Naviton. Da ist es.
Und Till, habe ich zu viel versprochen? Also absolut noch nie gesehen. Selber gebaut. Er kann das komplette Wohnmobil absetzen, das ist cool. Hier vorne noch eine Leitbar drauf. Guckt euch übrigens auch das Video an, was wir in Friedrichshafen gedreht haben. Jetzt hat er es eingefahren und ist runtergegangen. Die Hubstützen. Du hast jetzt auch Hubstützen, Madame. Ich weiß nicht, ob die bei mir passen. Du hast nämlich einen, was hast du? Einen? Ich habe auch einen. Wie heißt diese High-End-Marke? Ein Clever. Ein Clever. Ja, auf Jumper-Basis. Auf Jumper-Basis. Ein tolles Auto, willst du es nicht mehr hergeben, hast du gesagt? Nein, kann ich nicht mehr. Ich habe so viel eingebaut, das kriege ich nicht wieder. Den Wert kriegst du nie mehr wieder. Vor kurzem übrigens erst Solar eingebaut. Luftfahrwerk. So, was hast du noch eingebaut hier vorne? Oh, eine Hupe. Kompressor, Luftkompressor für die Isinghausstühle mit einem 30 Liter Aluminiumvolumen, also Reservoir. 30 Liter. 30 Liter, ja, das ist genügend. Ja, da sind meine Ersatzteile drin. Da sind die Ersatzteile drin. Ja, der Luftfilter, ja genau. Musst du mit dabei haben. Und du, das ist das Wichtigste. Es funktioniert, das Horn. Ja, wenn die Luft jetzt dann auch gleich aufpumpt ist. Ah, willst du gleich mal zeigen? So. Und da drüben ist ein Polar 150 Ah drin, also als Zweitbatterie und auch im Aufbau drin hat eine Lithium-Ionen-Batterie drin. Und mit dem hat er so viel Strom, da geht das aufslippen und die Seilwinden geht viel besser. Also das habe ich nicht gedacht. Die Polar, die gibt 400 Ampere-Stunden Dauerleistung raus. Und das hat vorher habe ich eine Gel-Batterie drin gehabt, die hat das nicht geschafft. Vultron Polar heißt die. Genau. Oh. Ja. Und jetzt hast du hier blaue Lackierung. Sieht gut aus. Aber hast du gesehen, so hat der früher ausgeschaut. Ist auch nicht schlecht eigentlich, oder? Ja, aber hat schon ganz cool ausgeschaut, aber alles kann man nicht lackieren, gell, aber ziemlich weit so schon habe ich alles rüber lackiert, aber Nee, ist gut. das da sieht man halt noch da. Ja, jetzt mal ehrlich. Also Ja. irgendwann ist ja mal Schluss immer, oder? Irgendwann ist Schluss, ja genau. Ja, die So. Fahrgestellnummer darf man noch nicht überlackieren. Auch nicht, nein, genau. Und da dahinter sitzt die vordere Seilwinden. Das Besondere bei der ist auch, dass das die gleiche Seilwinden ist, die wo hinten verbaut ist. Weil wenn der Slip-System oder die Seilwinden hinten kaputt ist, dann bringe ich den Container nicht mehr rauf oder nicht mehr runter. Und dann nehme ich die Seilwinden, baue es hinten ein, weil es ganz baugleich ist und dann geht das wieder. Also das ist nicht nur als Zierde drin, das ist als redundant drin, dass ich mir auch immer wieder helfen kann. War das Sag mal, schwierig, das Nummernschild zu bekommen? Die Frage habe ich auch gestellt. Das gleiche wieder. Ja, das war bei der Zulassungsstelle. Ich habe mit ihm vorgefahren und gesagt, ich brauche ein Kurzkennzeichen. Ja, warum brauchst du denn das? Und dann habe ich gesagt, ja, wo möchten ihr ein Langskennzeichen hin? Und dann habe ich gesagt, ja, das stimmt. Dann haben wir eins. Und dann hat die gesagt, dann kriegst du ein Kurzkennzeichen und dann hat mir die das Kennzeichen zugeteilt. Und meine Frau hat mir dann daheim gesagt, was das MQ10 heißt. Oder das Q10 heißt. Das Q10 ist so ein Hautpflegemittel. Ja, genau. Und das sieht man auch, weil du so jung aussiehst. Ja, glaube ich auch. Ja. Hast du Q10 bekommen. Ha? Ja. So, dann hub mal. Okay, guck mal. Ja, braucht man natürlich ein Flugventil, gell? Zugventil, warte. Können wir gerade mal zeigen. Da. Warte. Ich hab's jetzt. Bitte. Okay. Das ist ja unglaublich. Das ist ja ein Zughorn. Ja, genau, richtig. Das Ich ist habe bloß aber. einen Fehler gemacht beim Einbauen. Welchen? Weil meine Frau meistens fährt, jetzt hat die Hupen herüben, ich hätte drüben auch noch einen Seilzug hinbauen müssen, der zweite Hupen, dass ich auch hupen kann. Aber das habe ich vergessen. Aha, einen zweiten Seilzug, damit du hupen kannst, während deine Frau fährt. So, das ist die Rückfahrkamera hier oben? Oder was ist das? Ja, das ist dann die Rückfahrkamera von oben, vom Auto oben drum und ich habe dann auch noch eine unten eingebaut. Also wenn er getrennt ist, habe ich noch mehr Rückfahrkamera. Die kann ich oben separat. Also, ich bin schockverliebt und ich freue mich schon, wenn das Fahrzeug fertig ist. Wow, Luftsitze. Genau. Und dann wieder die Schema kannst du ein bisschen weicher stellen. Das baue ich mir auch ein. Das Was? will ich schon seit 2 Jahren einbauen. Luftsitze? Ja. So, wir müssen weitermachen. Das ist so, du musst reinfahren, denn die Leute stehen schon hier. Hier vorne steht schon ein Fahrgestell. Ja, genau. Dann geht's zu da herin. So, auf geht's. Dann vielen Dank zu dir. Ja, bitteschön, gerne. So, Hat und Spaß gemacht, mit dir mal wieder so eine Tour zu machen. hast du eine Webseite, wo man dann erfahren, dein Leben praktisch auf links gekehrt? Nix. So, die wollen dahin. Wir machen Schluss. Vielen Dank fürs Einschalten. Alles klar, also- Vielen Dank, Till. Sven, gell? Ja, tschüss. Und deine Schulnote, was würdest du sagen von 1 bis 6? 1. 1. 1 plus mit Sternchen. Tschüss. Danke. 1 plus, okay.